Hallo Leute, heute ist endlich der Tag gekommen. Es geht auf nach Kopenhagen. Ich bin schon irgendwie, ja, so ein bisschen aufgeregt, auch ein bisschen gestresst. Aber in allererster Linie freue ich mich jetzt einfach drauf, dass es losgeht. Ihr konntet in den Clips gerade schon sehen, dass mein Zimmer noch relativ voll ist und auch sehr unordentlich. Ihr könnt euch vielleicht dann auch schon denken, dass dementsprechend niemand zur Untermiete hier einziehen wird die nächsten 2 Monate. Mein potenzieller Nachmieter, der ja leider abgelehnt wurde, der konnte dann was anderes finden, was mich für ihn auch total freut. Kurz hatte ich überlegt, dann nochmal nach Leuten zur Zwischenmiete zu suchen oder sowas, aber habe mich letztendlich doch dagegen entschieden. Einfach, weil mir das jetzt alles viel zu viel Stress gewesen wäre, nochmal auf den letzten Drücker, auch weil ich ja die letzten Tage gar nicht in Berlin war. Außerdem nutze ich lieber die Zeit, um meine Möbel zu verkaufen und auch zwischendrin dann vielleicht nochmal ein paar Sachen nach Kopenhagen zu holen. So viel zum Thema komplett ausmisten und nur 2 Koffer mitnehmen. Letztendlich 2 Monate lang doppelt Miete zahlen, gerade wo Miete in Kopenhagen auch echt teuer ist natürlich ein bisschen schmerzhaft. Auf jeden Fall war das einfach so eine Sache gestern, wo ich dann wieder so einen kleinen 5 Minuten Nervenzusammenbruch hatte. Aber mittlerweile beruhige ich mich dann auch immer ganz schnell, weil ich mir einfach denke, ja, es bringt mir halt jetzt auch nichts, mich so aufzuregen oder mich super stressen zu lassen, weil an der Situation selbst ändert es auch nichts. Das Einzige, was ist, dass ich mich schlechter fühle. Dann gibt es ja auch noch diese tolle Weisheit, dass eine Situation an sich nicht gut oder schlecht ist, sondern dass es nur daran liegt, wie wir sie bewerten. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war es auch schon oft so, dass Situationen, von denen ich erst dachte, sie wären irgendwie total kacke, sich am Ende eigentlich als Segen rausgestellt haben, weil dann irgendwas Unerwartetes passiert ist, was letztendlich besser war als das, was ich eigentlich geplant hatte. Irgendwie habe ich gerade einfach so ein unerschütterliches Vertrauen ins Schicksal, Universum und konzentriere mich einfach auf die positiven Dinge. Jetzt ist auf jeden Fall gerade Mittag und auch wenn ich erst heute Abend um 6 fliege, dachte ich, da ich im Moment ja Urlaub habe, dass ich vorsichtshalber früher zum Flughafen fahre, damit ich auch da dann alles ganz entspannt machen kann und mir nicht einen abhetzen muss. Besonders momentan hört man ja auch immer wieder, dass am Flughafen irgendwie so viel los ist und Personalmangel und alles und da will ich lieber nichts riskieren. Und ansonsten ist dann der Plan für heute, dass ich erstmal zu Morten fahre und morgen dann den Schlüssel für meine Unterkunft bekommen, in der ich die nächsten 5 Wochen verbringe. Aber wahrscheinlich werde ich mich auch im Juli schon mal mit den Mädels treffen, mit denen ich ab August in eine WG ziehe, weil wir vielleicht auch nochmal zu Ikea fahren, ein paar Sachen besorgen und generell uns einfach ein bisschen kennenlernen. Ach so, vielleicht auch schon mal eine kleine Ankündigung, denn darüber wird es definitiv auch einen Vlog geben. Und zwar bin ich jetzt erstmal tatsächlich nur ein paar Tage in Kopenhagen, weil ich am Montag dann auch schon wieder nach Amsterdam fliege, weil unsere Kollegen aus dem Analytics-Team alle irgendwie an verschiedenen Standorten sitzen. War dann die Idee, sich so jedes halbe Jahr mal an einem der Standorte zu treffen und dieses Mal ist es Amsterdam. Finde ich super, denn ich war tatsächlich noch nie in Amsterdam, obwohl das eigentlich so, ja, voll das populäre und naheliegende Reiseziel ist, aber gut. Heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und zu meinem Kanal wollte ich tatsächlich auch noch ein paar Worte sagen. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich in letzter Zeit hauptsächlich Vlogs hochgeladen habe, was einerseits natürlich daran liegt, dass ich nicht großartig Zeit für anderen Content habe, eben auch durch die ganze Auswandergeschichte und so, aber auch daran, dass Vlogs einfach so meine Lieblingsvideos sind. Also das war auch der Grund, warum ich damals vor fast 2 Jahren oder so mit YouTube angefangen habe.
Heißt natürlich nicht, dass kein anderer Content mehr kommen wird. Also beispielsweise gibt es Too Good To Go auch in Kopenhagen. Was heißt, da werde ich sicherlich mal ein Video drüber machen. Oder einfach Videos, in denen ich euch irgendwas erzähle. Keine Ahnung. Bin selbst gespannt, was da noch alles so kommt. Die Geocaching-Fans muss ich allerdings enttäuschen. Es gab schon ein paar Kommentare dazu. Ich habe sie jetzt nicht mehr alle einzeln beantwortet, weil ich dachte, ich mache jetzt einfach mal so ein kleines Statement. Und zwar wird es keine Geocaching-Videos mehr geben. Ich habe lange hin und her überlegt, aber die Sache ist, dass zum Schluss habe ich die Videos eigentlich nur noch für euch gemacht, weil ich wusste, ihr wartet darauf, ihr möchtet die sehen und es freut mich natürlich auch total, dass sie euch so gut gefallen. Aber Geocaching war jetzt nie so eins meiner größten Hobbys. Ich finde, das ist eine coole Sache. Gerade auch in Zeiten von Corona war es echt schön, auf diese Art und Weise mal rauszukommen. Aber jetzt, wo ich auch nicht mehr so viel Freizeit habe, muss ich einfach Prioritäten setzen und meine Prioritäten liegen leider woanders. Ich habe auch Verständnis für jeden, der jetzt meinen Kanal nicht mehr weiter abonniert, weil das im Grunde die einzigen Videos waren, die ihn interessiert haben. Ich freue mich aber auch über alle, die bleiben, weil sie auch meine anderen Videos gerne mögen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr nehmt mir das nicht übel, aber letztendlich ist YouTube ja im Grunde mein Hobby und dementsprechend sollte ich Videos nicht aus irgendeinem Zwang heraus oder so machen, finde ich. Jetzt habe ich aber echt genug gelabert. Ich muss jetzt auch mal final alles zusammenpacken und dann geht's ab zum Flughafen. Wunderbar. Abschlussvideo mal, ja? Ja, so für den Fall, dass ich ihn nie wieder sehe. Okay, also für euch als kleinen Tipp, wenn ihr euch das Anstehen sparen wollt, stehen am Flughafen überall so Check-in-Computer rum, wo man auch sein Gepäck einchecken kann. Und ich habe das jetzt letztendlich an einem anderen Schalter abgegeben, als eigentlich mein Schalter gewesen wäre, weil da einfach nichts los war. Aber oben an der Decke haben die solche Scanner und die scannen dann das Gepäcklabel, weshalb es auch wichtig ist, dass man das da eben an die Seite dran macht. Und ja, hat soweit funktioniert. Ich habe mir das Anstehen gespart und cool. Bitte den angezeigten Betrag passend einwerfen. Es gibt kein Wechselgeld. Drei, zwei, eins. Ich habe jetzt gerade noch schnell ein Passbild gemacht, weil ich eins für meine neue Gesundheitskarte brauche. Falls ihr euch erinnert, ich musste meine Krankenkasse wechseln, um Therapie zu machen, die ich jetzt letztendlich eh nicht machen werde, weil ich in Kopenhagen bin. Aber naja, für die Krankenkasse brauche ich jetzt trotzdem ein Bild und ich habe diese richtig hässlichen Bilder gerade gemacht, aber für die Krankenkasse passt das schon. Dummerweise habe ich nicht dran gedacht, dass ich die vielleicht auch ausschneiden müsste. Aber ich könnte ja mal in einem Schreibwarenladen oder so fragen, die haben da bestimmt eine Schere. Das ist smart. Also ich bin gerade ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde
durch diesen Flughafen gelaufen, um einen Starbucks oder irgendwas in der Art zu finden. Aber ich glaube, nachdem man durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist, gibt es das einfach nicht mehr. Und ja, ihr seht, mein Rucksack und meine Tasche haben Spuren hinterlassen. Und jetzt habe ich halt hier so ein Smoothie und eine Brezel.